Herr von Karajan, der zweite internationale Dirigentenwettbewerb der Herbert von Karajan Stiftung war wiederum ein großer Erfolg. Es gab 4 Preisträger für die 3 Preise, der zweite wurde geteilt. Und der erste Preis fiel an einen Außenseiter, an den 25-jährigen Israeli Gabriel Shmura. Dieser Außenseiter ist so zu nennen, weil er eben noch nie ein Symphoniekonzert dirigiert hat und weil er unter 82 Bewerbern gar nicht als Favorit gelten konnte, von diesen Voraussetzungen der Ausbildung auch her. Ist mit diesem Ergebnis der Sinn Ihres Wettbewerbes bestätigt? Ja, ich glaube sogar 100%ig bestätigt, weil ich habe die Jury gebeten, dass es bei der Auswahl darauf ankommt, um das wirklich große, explosive Talent, jemand, der sich, bei dem man spürt, dass er die Musik wirklich erlebt und sie auch mitteilen kann. Technische Unfertigkeiten spielen überhaupt keine Rolle. Und ich muss sagen, wir stehen wirklich vor einem Rätsel. Der Shmura hat, so viel ich weiß, 5 oder 6 Mal ein Orchester in einer Dirigentenklasse dirigiert. Also der hat vielleicht im Ganzen 4 oder 5 Stunden und hat eine technische Beherrschung des Apparats, die einfach unglaublich ist. Das ist also eine ganz große Begabung. Der wird bestimmt eine enorme Karriere machen. Ist es eigentlich noch notwendig, solche Wettbewerbe zu veranstalten? Denn eigentlich hat man sie früher nicht nötig gehabt. Und heute, im Zeitalter der Publicity, überrascht es ja doch eigentlich, dass man solche unentdeckte Talente nun wirklich erkennen kann. Ja, ich glaube, es gibt sehr viele unentdeckte Talente und man muss immer wieder auf die Suche gehen. Man muss auch dann sehr sorgsam darauf sehen, dass diese Karriere wirklich richtig ausgelöst wird. Denn Sie können sich ja vorstellen, das hat ja doch eine ziemliche Sensation gemacht und jetzt stürzen sich sämtliche Agenten und Institute auf den und wollen ihn auspressen und das ist genau das Gegenteil, was er tun soll. Herr von Karajan, Sie kümmern sich in vorbildlicher Weise um allgemeine pädagogische Fragen und haben als neuen konkreten Fall nun die Orchesterschule der Berliner Philharmoniker gegründet. Wie kam es dazu? Sie sehen, das Nachwuchsproblem ist doch eines der brennendsten, die wir heute haben. Was sich bei uns normalerweise bei Probespielen vorstellt, ist so meilenweit von dem entfernt, was wir suchen. Auch die Philharmoniker bekommen den Nachwuchs nicht, wie es sein sollte? Nein, weil niemand da ist. Das ist ja der Grund, warum ich diese Schule ins Auge gefasst habe. Unser Soloflötist ist vor 2 Jahren weggegangen. Und wir waren natürlich alle in großer Verlegenheit. Und dann sagte er mir, bitte, ich habe einen Schüler, der spielt mit, auch so als Substitut. Ich weiß nicht, ob er schon reif ist. Er ist gekommen und hat gegen alle anderen gewonnen. Und dem brauchte ich überhaupt nie etwas zu sagen, weil er dadurch die Tätigkeit schon so in diesen Stil eingespielt wird, dass er es ganz selbstverständlich genommen hat. Und da habe ich mir gesagt, das muss man einfach jetzt weiter ausbauen. Diese Schule heißt Orchesterschule der Berliner Philharmoniker. In Zusammenarbeit mit der Hochschule für Musik sein. Und vielleicht auch zum Beispiel jemand, der noch nicht ganz reif ist für diese besondere Lerntätigkeit, wird noch seine 2 Jahre drüben absolvieren. Und dann werden einfach die Besten herausgezogen und die werden auch ständig im Orchester mitspielen. Sozusagen als Co-Pilot. Ja. Wie ist es nun mit der allgemeinen musikalischen Ausbildung? Kann man da nicht neue Methoden erfinden? Gibt es von der Technik her vielleicht eine Ansatzmöglichkeit, hier den Musikunterricht zu revolutionieren? Der ganze Wechsel jetzt in der Information wird eine große Revolution bringen. Und wir sind auch dabei, schon uns Gedanken zu machen, wie das geschehen kann, dass zum Beispiel eine Ausbildung des Kindes und des kleinen Kindes in musikalischen Elementen so erfolgt, dass das Musik für das Kind so wird wie eine Sprache. Das war ja der Fehler bis jetzt immer. Dann kam also der Musikunterricht, der viel gehasste Musikunterricht nicht. Und da kam eine alte Lehrerin nicht und hat ihm falsche Sachen gesagt, hat auf die wesentlichsten Elemente, Rhythmus und so weiter überhaupt keine Rücksicht genommen. Wer ist dein Lehrer? Ein anonymer Partner? Ja, ein Film. Ja, er braucht nicht anonym zu sein. Aber nur ein Lehrer kann ein guter Lehrer. 50 Millionen befriedigen. Und wenn Sie, wenn Sie in einer Stadt, in einer großen Stadt 2 gute Musiklehrer haben, ist schon eine Ausnahme. Ja, und wer müsste diese Kassetten dann befilmen und vormachen? Müssten das die besten Künstler sein? Selbstverständlich, das wird ein Team sein von Leuten, die sich besprechen müssen, wie man es macht. Menschen, die Erfahrung haben mit Kindern und dann natürlich auch der Stoff. Und es muss ja auch zuerst unterhaltend sein. Und natürlich später sind dann ganz andere Möglichkeiten. Also morgen werden mehr Menschen besser Musik lernen können? Ja, ganz bestimmt. Ganz bestimmt.
Herr von Karajan, glauben Sie, dass die Videokassette über die Lernmöglichkeit hinaus für das breite Publikum eine Bedeutung gewinnt? Ja, da bin ich völlig überzeugt dazu. Und ich glaube auch, es wird eine gewisse Zeit Anlauf brauchen. Schauen Sie, es ist ungefähr dieselbe Situation, wie wir gehabt haben nach dem Krieg, wie die Schallplattenindustrie wieder angefangen hat. Und das hat eine Zeit lang ziemlich langsam gegangen und hat dann den Aufschwung genommen, den es heute gibt. Aber Musik im Fernsehen oder auf der Kassette dann ist vielleicht doch noch ein Problem, oder? Und warum soll das ein Problem sein? Wir haben doch so und so viele Filme. Ich bin heute bei meinem 17. Film und jetzt fangen wir mit der ganzen Produktion für die neuen Sinfonien von Beethoven an. Schauen Sie, wir wissen doch heute an den Zahlen, zum Beispiel Japan, dass zwischen 8 und 12 Millionen die Konzerte besuchen. Ja, das haben Sie dann bei sich zu Hause. Denken Sie mal, es wird immer gesprochen, ich glaube, das ist das große Missverständnis. Ja, das ist ein Vorurteil auch. Man sagt immer, erstens einmal treibt man die Leute aus dem Konzertsaal. Ja, aus welchem Konzertsaal soll man sie denn heraustreiben? In ganzen Ländern und Städten, wo überhaupt diese Institutionen gar nicht existieren. Und gerade da sieht man, dass es Interesse ist. Und das geht, also wie ich zum Beispiel feststellen habe können, in meiner Heimat Salzburg, bis in die richtige Landbevölkerung. Die sitzen da und hören sich diese Konzerte an und hören sich mit Genuss an. Meinen Sie, dass die Dirigenten von morgen und der Dirigentenwettbewerb wäre ein Anlass dazu fragen, nun sich einstellen müssen und ändern müssen in der Auffassung, wenn sie nun auch das Fernsehen, also das Optische dabei haben? Ich glaube überhaupt nicht. Schauen Sie, das Vorurteil ist im Grunde genommen die menschliche Trägheit, sich mit neuen Problemen zu befassen. Wie die zuerst das Kerzenlicht war, hat man sich gegen die Petroleumlampe gewehrt und dann gegen das elektrische Licht. Und heute sind viele Leute, die noch lieber bei Gaslicht sitzen würden. Aber das ist ein sehr verschwindender Teil. Ich habe vielleicht Fluch auf mir, dass ich um 20 Jahre zu früh geboren bin, aber ich kann einfach nur in die Zukunft schauen. Weil wenn man sieht, wie die Dinge jetzt gehen und in welcher kurzen Zeit Sachen hergestellt werden, die doch ohne Zweifel einer ganzen Menschheit Glück und Freude bringen. Man kann sich doch nicht in einen kleinen Konzertsaal einschließen und sagen, in diesem privaten Club bewege ich mich und sonst kommt nichts heraus. Das wäre doch vollkommen egoistisch gedacht.